Sie ist Sportlerin, immer schon. Aber mit einem Mal pfeift Angelika Hesse aus dem letzten Loch. Atemnot, ganz ungewohnt für die Radfahrerin. Irgendwann, und mein Mann war dabei, da habe ich gesagt, du, ich muss jetzt hier absteigen. Und er hat auch gesagt, das kann fast gar nicht sein, aber ich musste da absteigen und schieben. Also, weil ich keine Luft mehr bekommen habe. Dass ihr Herz krank ist, ahnt sie nicht. Denn wie viele Frauen denkt auch Angelika Hesse, am Herzen werden nur die Männer krank. Landläufig ist es ja ein bisschen so, dass wenn von Herzinfarkten oder so gesprochen wird, ist sehr oft, dass Männer betroffen sind. Frauen wähnen sich in Sicherheit, wenn es ums Herz geht und liegen damit gefährlich falsch. Das hat noch nie gestimmt, aber die Meinung hält sich wirklich leider immer noch. Frauen sterben mittlerweile öfters an Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Männer. In den Köpfen ist einfach das noch nicht angekommen und hier natürlich vor allem voran bei der Ärzteschaft. Die Geschichte der 70-Jährigen ist typisch. Beschwerden hat sie seit Jahren. Aber wenn eine Frau Herzprobleme hat, werden diese oft viel später erkannt als beim Mann. Ich bin dann natürlich auch zum Arzt gegangen und er meinte, ja, das ist Asthma und da müssten jetzt Sprays her. Und okay, von da an wurde ich dann eben immer mit Asthmamitteln versorgt. Eine ganze Zeit geht das so. Die Mittel helfen nicht. Immer wieder bleibt ihr die Luft weg. Angelika Hesse lässt sich aber nicht aufhalten, nimmt sogar an einem Triathlon teil. Aber ihr Herz ist in Gefahr. Und als sie eines Tages vom Joggen zurückkommt, klappt sie zu Hause auf dem Sofa zusammen. Nachmittags wollte ich die Tour de France gucken im Fernsehen. Ich bin halt Radfan und die lief gerade. Und dann habe ich mir das angemacht, habe mir gemütlich Beine hoch und aufs Sofa gesetzt. Und dann wurde mir irgendwie komisch. Notarzt, Krankenhaus. Erst hier wird zum ersten Mal ihr Herz gründlich untersucht. Sie wird aber erst einmal entlassen. 3 Wochen später rief die Klinik dann an und meldete sich von der Kardiologie. Und im ersten Moment denke ich, oh, jetzt ist seinem Mann irgendwas passiert, weil ich habe ja nichts Kardiologie. Ne? Und von daher, nee, wir wollten schon Sie sprechen. Es wäre gut, Sie würden noch mal vorbeikommen. Es ist ein Schock damals für die sportliche Frau und ihren Mann. Die beiden erfahren, Angelika hat eine Herzschwäche, verursacht vermutlich durch zu hohen Blutdruck. Sie fällt aus allen Wolken. Mit Sport und so denkt man nicht, dass man irgendwas mit dem Herzen haben könnte. Also, dass ich eben mal diesen hohen Blutdruck ab und an hatte, das wusste ich schon. Aber ansonsten habe ich da eigentlich nicht dran gedacht. Ihren hohen Blutdruck hatte sie viele Jahre nicht ernst genommen, nicht behandelt. Schlecht fürs Herz, sagt Kardiologin Anja Sandeck. Denn hoher Blutdruck ist wie Rauchen und Diabetes für eine Frau noch gefährlicher als für einen Mann. Ihre Herzwand hat sich verdickt. Und was passiert ist, dass die verdickte Wand, weil sie weniger elastisch ist, das Blut aus der Lunge nicht aufnehmen kann und sich das Blut dadurch in die Lunge zurückstaut. Und so ist ihre Luftnot entstanden. Ja. Ganz typisch, wie für viele Frauen, sehen wir auch bei Frau Hesse, dass sie in jungen Jahren den niedrigen Blutdruck hatte und dann nachher Blutdruckspitzen entwickelt hat. Klassischerweise mit Beginn der Wechseljahre. Denn in den Wechseljahren werden die weiblichen Hormone weniger. Und damit schwindet der natürliche Schutz für die Blutgefäße. Es sind aber nicht nur Hormone, in denen sich Frauen und Männer unterscheiden. Frauenherzen altern auf vielen Ebenen anders als Männerherzen. Das hat die Schweizer Kardiologin und Gendermedizinerin Katharine Gebhardt in mehreren Studien nachgewiesen. Sie sind schon unterschiedlich, wenn in jüngeren Jahren, aber wenn die Herzen älter werden und die Menschen, dann schrumpft das Frauenherz, es dehnt sich schlecht, das wird steifer und das Männerherz wird eher größer und weitet sich eher aus. Eine Herzschwäche beim Mann stellt sich anders dar als bei der Frau. Das Männerherz schlägt dann groß und schlaff, das Frauenherz dagegen klein und hektisch. Das Problem ist aber:
Viel zu lange hat die Kardiologie nicht nach Männern und Frauen unterschieden. Und wenn Sie die Studienlandschaft anschauen, ist es so, dass die allermeisten Studienuntersuchungen einen erhöhten Anteil von Männern haben und nur wenige Frauen, die in diesen Studien mit untersucht wurden. Im Resultat heißt das dann, dass die allermeisten Therapien natürlich bevorzugt auch auf Männer zugeschnitten sind. Ein Beispiel: Medikamente. In einer renommierten medizinischen Fachzeitschrift konnte man neulich lesen, Frauen benötigen andere Dosierungen als Männer. Zum Beispiel bei Medikamenten, die man bei Herzschwäche gibt, hat eine Studie kürzlich gezeigt, dass die Frauen am meisten profitieren, also am meisten überleben, wenn sie etwa 40-60% der empfohlenen Dosierung bekommen. Bei Männern hingegen, die haben am meisten profitiert, wenn sie 100% der Dosierung bekommen, also so wie es empfohlen ist. Das heißt, Frauen mit Herzschwäche sind überdosiert. Und das zeigt sich natürlich bei Nebenwirkungen, das zeigt sich bei der Sterblichkeit und bei allem. Frauen und Männer unterscheiden sich. Eine Binsenweisheit, die bei vielen Ärzten und auch Ärztinnen offenbar noch nicht angekommen ist. Es werden die gleichen Referenzwerte angewandt, die gleichen Leitlinien, die gleichen Medikamente. Und das zeigt sich natürlich dann auch bei den Ergebnissen und bei den Therapien, die dann mitunter sehr suboptimal bei den Frauen sind. Und es zeigt sich auch daran, dass Frauen mit Herzschwäche dann im Verlauf der Erkrankung viel öfters Krankenhausaufenthalte haben als Männer mit der Erkrankung. Für Angelika Hesse ist die Sache noch mal gut ausgegangen. Sie nimmt inzwischen Medikamente für Herz- und Blutdruck und plant beherzt ihre nächsten Rennen. Schönen guten Abend. Dr. Katharina Hamm, Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie an der Kerkhoff-Klinik Bad Nauheim. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Kardiologin. Mehr Kardiologinnen, das ist wahrscheinlich auch gut für Frauenherzen, oder? Ja, absolut. Studiendaten zeigen sogar, dass der Langzeitverlauf nach einem Herzinfarkt bei Frauen besser ist, wenn sie von einer Ärztin behandelt wurden, anstatt von einem Arzt. Das wollen jetzt meine Kollegen in der Klinik wahrscheinlich nicht hören, gerne. aber das ist tatsächlich so. Spannend, ja. Wir haben jetzt im Film einiges über die Herzinsuffizienz, also die Herzschwäche gehört. Wir wollen jetzt mal über den weiblichen Herzinfarkt sprechen. Der wird auch zu spät erkannt oft, ne? Tatsächlich ist es so, dass wir aus wissenschaftlichen Untersuchungen wissen, dass Frauen tendenziell etwas später erst in die Klinik kommen mit dem Herzinfarkt und dadurch auch einen schlechteren Verlauf haben und eine höhere Sterblichkeit nach einem Herzinfarkt haben, weil er einfach oft zu spät diagnostiziert wird. Und woran liegt das genau? Also liegt es daran, dass die Frauen immer sagen, ich muss erst mal eine Maschine Wäsche anmachen, bevor sie in die Klinik gehen? Oder sind die Symptome andere? Woran liegt das? Es sind wahrscheinlich verschiedene Gründe. Die Symptome sind grundsätzlich bei Männern und Frauen beim Herzinfarkt ähnlich. Klassischerweise ist es der massive Druck auf der Brust, als säße ein Elefant auf der Brust mit Ausstrahlung in den linken Arm, aber auch Luftnot. Frauen empfinden diese Symptome aber oft anders und beschreiben primär erstmal Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Kurzatmigkeit, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen. Aber gerade so Nackenschmerzen oder Rückenschmerzen, das ist ja jetzt so was ganz Diffuses, das hat man ja schon mal. Da rufe ich ja jetzt nicht gleich den Notarzt, oder? Nein, das auf keinen Fall. Brustschmerzen sind grundsätzlich immer ernst zu nehmen. Beim Herzinfarkt jetzt aber, der ja wirklich ein medizinischer Notfall ist und dringend Hilfe braucht, da verschwinden die Beschwerden nicht. Also es sind wirklich massive, intensive Schmerzen, die von alleine nicht weggehen. Oft auch verbunden mit Kaltschweißigkeit und Todesangst, berichten die Patienten. Also ich kann das nicht verpassen sozusagen, ich kann nur den besten Zeitpunkt verpassen. Also das ist was ganz massiv ist, also massive Beschwerden. Genau, es müssen schon massive Beschwerden sein und dann sollte man entsprechend auch die 112 rufen und sich in ärztliche Behandlung begeben. Okay. Was können wir Frauen tun, was sollten wir Frauen machen, um unser Herz zu schützen? Grundsätzlich sollten Frauen einfach auch über ihr Risiko Bescheid wissen. Auch bei Frauen stehen Herz-Kreislauf-Erkrankungen an oberster Stelle bei der Todesursachenstatistik. Somit müssen Frauen erstmal auch Bescheid wissen, dass sie auch an Herzerkrankungen leiden können. Es gibt bei den Risikofaktoren, die diese Erkrankung begünstigen, gibt es zwischen Männern und Frauen jetzt keine großen Unterschiede. Das sind die klassischen Risikofaktoren wie Rauchen, Bluthochdruck, der Diabetes und eine Fettstoffwechselstörung. Also das heißt, die Sachen sollte man im Griff haben. Das heißt, man soll sie auch regelmäßig untersuchen lassen. Das ist der Check-up. Ich glaube, alle
3 Jahre, ne? Genau, ab dem 35. ja. Lebensjahr. Frauen, die regelmäßig den Frauenarzt besuchen, bekommen auch dort Blutdruck gemessen. Das ist ganz wichtig, um einfach erhöhte Blutdruckwerte festzustellen. Ansonsten gibt es diesen Check-up mit EKG und Bestimmung der Blutzuckerwerte beim Hausarzt. Aufhören zu rauchen, wäre gut. Auf jeden Fall. Für Frauen ist das Rauchen, wissen wir, sogar noch ein viel größerer Risikofaktor als für Männer. Für Frauen hat wirklich der Tabak katastrophale gesundheitliche Folgen und schädigt die weiblichen Gefäße und das Herz noch mehr als Männer. Wir wissen auch, dass es Frauen schwerer fällt, wieder mit dem Rauchen aufzuhören. Somit sollten sie gar nicht erst anfangen. Das ist natürlich die beste Variante. Und Sport sollen sie machen. Auf jeden Fall. Wie viel sollen wir machen? Also grundsätzlich wird von der WHO und auch von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie wird empfohlen, 150 Minuten moderate Belastung pro Woche oder 75 Minuten intensives Training. 2,5 Stunden. Ungefähr 2,5 Stunden. Das klingt jetzt primär nicht so viel, aber tatsächlich schaffen das nur ungefähr 50% aller Frauen, das auch wirklich auszuüben. Und dabei kann das so schön sein. Man kann sich verabreden, man kann es zusammen machen. Absolut. Also, und es ist auch die beste Prävention von Krankheiten, Sport zu treiben. Ja. Es gibt quasi auch ein Herzleiden, was quasi eine weibliche Spezialität ist, also was fast nur Frauen haben. Genau, Männer und Frauen haben verschiedene Arten der Herzerkrankungen. Der klassische Herzinfarkt ist tatsächlich beim Mann etwas häufiger. Bei Frauen stehen andere Erkrankungen im Vordergrund, wie zum Beispiel das sogenannte Broken Heart Syndrom, die als eine akute Herzschwäche ausgelöst durch Stresshormone. Das ist bei Frauen etwas häufiger. Wohingegen zum Beispiel wiederum der plötzliche Herztod, den wir oft in der Presse auch mitbekommen von Sportlern, sowas ist was man bei Frauen kaum findet, wo die Männer wieder im Vordergrund stehen. Und das Broken Heart Syndrom, also das gebrochene Herz quasi, tritt tatsächlich nach emotional schlimmen Momenten auf. Genau, oft sind emotionale Stressoren, also meist ist ein Verlust eines Angehörigen oder irgendwas ist vorher passiert und trifft meistens die Frauen nach der Menopause. Und das ist aber auch ein Notfall. Er äußert sich oft in den gleichen Symptomen wie ein Herzinfarkt, Luftnot, Brustschmerzen. Und auch da sollte man sich dringend in ärztliche Behandlung begeben. Da machen wir noch mal eine eigene Sendung drüber. Sehr Dankeschön, gerne. Frau Dr. Hamm, dass Vielen Sie da Dank, waren. Frau Danke. König. Ja, ich sag's mal flapsig, Mädels, denkt an euer Herz. Macht 2,5 Stunden Sport pro Woche, geht alle 3 Jahre zum Check-up. Und spätestens, wenn ein Elefant auf der Brust sitzt, heißt es, alles stehen und liegen lassen, bitte, und die 112 rufen.